So, wir sehen hier ein Logo-Beispiel, was wir ohne großen Aufwand in Blender übertragen wollen. Das ist jetzt eine Datei in Illustrator und um dieses Format, dieses vektorielle Format in Blender zu übertragen, müssen wir daraus eine Scalable Vector Graphics Datei generieren, eine sogenannte SVG-Datei. Wir sehen hier, wir haben einen Text, wir haben einen Pfad und das ist auch das Erste, was wir machen müssen. Wir werden jetzt diesen Text hier in Pfade umwandeln. Und zwar über Schrift in Pfade umwandeln und schon sehen wir, dass der Text in einzelne Pfade umgewandelt ist. Das machen wir auch mit dem X hier noch, Objekt bzw. Schrift in Pfade umwandeln und schon ist daraus ein Pfadobjekt geworden. Es wäre ja auch langweilig, wenn nicht irgendwelche Probleme auftauchen würden. Wenn wir uns jetzt hier den HEK-Schriftzug mal etwas genauer ansehen, dann sehen wir, dass das grundsätzlich kein Problem ist. Das H, das E, das K, das X, das J, A und B sind sehr schön in Einzelelementen, in kompletten Flächen ausgegeben worden, nachdem ich es in Pfade umgewandelt habe. Auch das X funktioniert, aber das K hat auf jeden Fall ein Problem. Es besteht aus mehreren Einzelelementen. Hier sehen wir einerseits das erste Element, das zweite Element, das dritte Element. Und damit wir nachher nicht Probleme bekommen beim Import nach Blender, müssen wir diese Einzelelemente auf jeden Fall noch vereinigen. Und dazu gehen wir haben das ja noch nicht ganz, wir müssen es gleich gruppieren, aber vorher gehen wir jetzt tatsächlich in den jeweiligen Bearbeitungsmodus. Hier zum Beispiel in das K, da klicken wir doppelt drauf und sehen wir sind jetzt in der Gruppe drin und klicken noch einmal, bis wir tatsächlich in dem zusammengesetzten Pfad des Ks sind, hier aus dem ersten, zweiten und dritten Element. Und nun brauchen wir tatsächlich hier über Fenster, den Pathfinder. So, wir vereinigen das erste und das zweite Element. Ja, er hat das dritte Element tatsächlich auch schon direkt mit vereinigt. Super, weil jetzt wird es keine Probleme mehr geben. Jetzt ist aus den Einzelteilen sofort ein Gesamtelement geworden. Wir gehen wieder zurück in die ursprüngliche Ebene, also die ursprüngliche Ansicht. Schauen uns das Ganze nochmal in voller epischer Breite an und ja, alles richtig, wir können weiterarbeiten. Jetzt ist es bei diesem Entwurf sehr einfach gewesen. Ich habe jetzt tatsächlich nur Flächen, wie ich hier sehe. Und das ist genau das, was ich eigentlich will. Sollte ich mit einem Pfad gearbeitet haben, wie beispielsweise hier, ja, einem Pfad, so ist der nachher als SVG sehr schlecht in Blender zu übertragen. Der Pfad existiert zwar, aber man möchte normalerweise auch die Dicke etc. behalten. Insofern ist ein Pfad umzuwandeln. Dazu geht man hier auf Objekt, umwandeln und sagt, ich möchte die Kontur bitte umwandeln. Geht auf OK und wenn man hier gerade mal ranzoomt, sieht man, dass aus dem Pfad nun eine Fläche geworden ist. So, das am Rande. Schauen wir uns unser Objekt nun noch einmal an. Ich lösche den umgewandelten Pfad jetzt schon wieder. Und es geht jetzt darum, diese Einzelelemente zu übertragen in eine SVG-Datei. Dazu wähle ich meinen kompletten Schriftzug, den ich auch in dieser Anordnung behalten möchte, an und gruppiere diesen. Also eigentlich ist es ja keine Schrift mehr, sondern es sind jetzt Pfade. Da habe ich gerade gesehen, das ist anscheinend noch nicht in Pfad umgewandelt. So, jetzt habe ich hier alles nochmal anwählen und werde dieses Objekt jetzt gruppieren. Objekt gruppieren, sodass es tatsächlich zusammengehörig verschoben werden kann. So, jetzt geht es um den Export. Dazu brauche ich tatsächlich ein neues Fenster. Und zwar hier das Exportieren-Fenster, Export von Element. Und hier kann man sehr einfach per Drag and Drop nun dieses gruppierte Element hineinziehen in dieses Export von Element-Fenster und sieht, es wird als Element 5 gleich exportiert. Ich benenne das mal um.
in Schriftzug. Und das andere Element möchte ich auch nochmal exportieren als Schmuckelement. So, nun stelle ich, falls es nicht bereits eingestellt ist, hier mein Exportierformat oder mein Exportformat aus SVG. Wähle die beiden Objekte an. Mit gedrückter Shift-Taste kann ich mehrere Objekte anwählen und exportiere das Ganze. Ich exportiere einfach mal hier zu SVG to Print oder SVG to Blender Print und habe das jetzt exportiert. Und nun haben wir auch ein Format, mit dem wir in Blender weiterarbeiten können. Deswegen wechseln wir jetzt zu Blender. Wir befinden uns jetzt hier in Blender und wir sehen, ich habe das Add-on Screencast Keys aktiviert, das uns helfen soll, alles nachzuvollziehen, was ich mit der Maus mache, beziehungsweise welchen Shortcut ich drücke. Okay, ich lösche erst einmal über Entfernen den Cube und importiere jetzt tatsächlich unsere SVG-Datei, File, Import, Scalable Vector Graphics, SVG und suche den Schriftzug uns raus. Importiere den auch erstmal und wir sehen erstmal überhaupt nichts. Das hat damit zu tun, dass die Dateien durchaus als Curve importiert wurden, aber sie sind meistens so klein, dass sie kaum zu sehen sind. Wir behelfen uns da mit einem bekannten Trick. Wir wählen hier die erste Curve an, hovern mit der Maus über dem 3D-Viewport und drücken das Komma auf dem Numpad. Und schon wird hier an das jeweilige Element herangezoomt. Wir sehen auch, dass hier tatsächlich die einzelnen Buchstaben wunderbar als Fläche importiert wurden. Können wir hervorragend mitarbeiten, sind allerdings im Moment als Einzelobjekt vorhanden. Okay, ich möchte eigentlich diese Anordnung nicht stören. Ich möchte die auch so übertragen. Ich wähle alles an und mit STRG J vereinige ich dieses Ganze zu einem einzelnen Element. Wenn ich jetzt in in den Edit Mode gehe, hier oben oder halt tatsächlich über die Tab-Taste jeweils in den Edit Mode gehe, sehe ich allerdings, dass das Ganze kein Mesh ist, also kein Geflecht, sondern aus Curves besteht. Und um das umzuwandeln, gehe ich wieder zurück in den Object Mode, rechte Maustaste, Convert to Mesh. Und wenn ich jetzt in den Edit Mode gehe, sehe ich, dass es aus einzelnen Punkten, Flächen und Kanten besteht, sodass ich das ohne Probleme im Edit Mode extrudieren kann. Wunderbar. Das brauchen wir auch nachher. Wir brauchen ja nachher eine 3D-Form für unseren Druck. Das lassen wir jetzt erst auch mal so. Und das Ganze werden wir jetzt auf gleiche Art und Weise mit dem Schmuckelement machen. Wir importieren das Schmuckelement, File, Import, SVG, Schmuckelement, Import SVG und wir sehen, es muss noch angeordnet werden. Dazu wechsle ich in den Top-Ansichtsmodus mit der 7. Lege das dahin, wo ich es gerne hätte. Wunderbar. Und auch hier, da es ja im Moment noch, wir sehen das im Edit Mode, aus einzelnen Curves besteht, muss ich es noch umwandeln. Rechte Maustaste, Convert to Mesh. Es wird zum Mesh und ich kann es auch ganz einfach hier extrudieren in eine bestimmte Dicke. Wunderbar, alles gut. So, fast fertig. Was ich jetzt noch bräuchte, wäre eigentlich eine Trägerplatte, auf die ich das Ganze auftragen kann. Denn wenn ich so drucke, geht auch, aber dann habe ich natürlich Einzelteile. Und ich möchte ja eigentlich, dass es auf einem bestimmten Element drauf ist. Vielleicht möchte ich auch noch eine Durchdringung machen, dass ich es dann an eine Kette oder irgendwas hängen kann. Und das machen wir im nächsten Schritt. So, diese Objekte, wie gesagt, ich habe sie eigentlich so angeordnet, wie ich sie gerne hätte. Jawohl. Nochmal in den Top-Auswahlmodus. Wunderbar. Und ich skaliere das Objekt jetzt erstmal, weil es wirklich sehr, sehr klein ist, sodass ich kaum damit arbeiten kann. Das jetzt skaliert. Wunderbar. Und lege jetzt in Blender eine wie auch immer geartete Grundform dazu. Mit Shift A
lege ich jetzt einfach einen Circle oder einen Zylinder rein. Ja, man sieht schon, der ist sehr groß. Skaliere den in Z-Funktion oder in Z-Richtung, soweit ich das brauche. Schaue von oben nochmal drauf. Jetzt arbeite ich mit dem Röntgenmodus, um einfach auch mal die Größe abschätzen zu können. Wie groß muss das Element denn sein? Jawohl, etwa so groß, sage ich mal. Sieht fast aus wie ein Smiley. Okay. Gucken wir das Ganze nochmal aus dem Frontansichtsmodus an und sehe, dass diese erhabenen Elemente ruhig noch ein bisschen nach oben können. Super. Und so würde eine Medaille draus, die jetzt halt so aussieht. Das könnte jetzt fast so in den Druck. Dazu müssen wir noch einige Vorbereitungen treffen, aber wir kommen dem Ganzen schon ziemlich nahe. So, bevor wir jetzt in den Druck gehen, wollen wir ja noch mal ein bisschen überprüfen, wie das Ganze so aussieht. Wie auch die Größe des Objektes ist. Wir schauen einfach mal hier, wie die Dimensionen des Kreises sind. Der ist jetzt 8,55 cm mal 8,55 mal 3 mm circa Höhe. Das ist soweit okay. Ich würde tatsächlich das ein bisschen anpassen wollen auf 5 cm mal 5 cm und die Höhe kann ruhig ein bisschen höher sein, 0,3 mm, 0,3 cm, also 3 mm hoch. Und wir passen die restlichen Objekte entsprechend an. So, skalieren die, legen die noch in die Mitte. Ein bisschen kleiner vielleicht, damit es wirklich fast aussieht wie ein Smiley. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht. So, schauen uns das Ganze nochmal von vorne an. Und tatsächlich graben das Ganze und legen es noch ein bisschen höher. Gegebenenfalls kann man es auch etwas höher extrudieren, wenn man möchte. Und schauen uns mal an, wie die Gesamtabmessungen von dem Objekt sind. Dazu nehmen wir alles und vereinigen auch alles mit STRG J. Und schon haben wir das Objekt als eines und sehen jetzt die gesamten Abmessungen 5 mal 5 cm, 0,4 cm hoch, das heißt etwa 4 mm hoch. Das sollte eigentlich eine ganz nette Medaille ergeben und das kann jetzt für den Druck vorbereitet werden. Damit das auch eine druckbare Datei wird, müssen wir das Ganze jetzt umwandeln in eine sogenannte STL-Datei. Nicht zu verwechseln mit SVG-Datei. Wir haben das Objekt angewählt, und zwar nur das Objekt bitte. File, Export, STL-Datei. Das ist ein Format, mit dem nachher der Slicer, das heißt das Programm, was diese Datei in eine druckbare Datei umwandelt, etwas anfangen kann. STL-Datei. Wir bekommen einen gewissen Dialog und wichtig ist hier, dass wir zwei Dinge ankreuzen, und zwar Selection Only, damit nur das Objekt, was wir angewählt haben, auch jetzt als Druckdatei vorbereitet wird. Und ich wähle auch immer noch Scene Unit ein. Und das Ganze exportieren wir jetzt als STL-Datei. Das ist schon fast die ganze Chose. So, in Blender wären wir jetzt auch fertig. Wir schauen uns das Ganze jetzt tatsächlich einmal im sogenannten Slicer an. Es gibt mehrere Slicer. Es gibt zum Beispiel den Cura Slicer oder auch den Bambulab Slicer für unsere Drucker, die wir vor Ort haben. Und darin schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Wir befinden uns jetzt hier im Bambulab Slicer, das heißt dem Slicing-Programm von Bambulab, unserem Drucker, unseren Druckern, die wir vor Ort haben. Und wir wollen hier die Datei importieren. Datei Import STL und da sehen wir auch schon SVG Import 01, so haben wir die eben genannt. Und prompt meldet er mir zurück, dass die Datei etwas klein ist, weil ich die anscheinend nicht im richtigen Maßstab in Blender angelegt habe und ob er sie vergrößern soll selbsttätig. Da wir ja mit Vektoren arbeiten, ist das überhaupt kein Problem. Ich sage ja und möchte das Ganze vergrößert haben und wir sehen tatsächlich jetzt schon das Objekt, wie es nachher ausgedruckt werden könnte. Wir sehen, da ist eine hellbraune Grundplatte, da sehen wir hier, da habe ich das verfügbare Filament ist jetzt hier das braune, sowie das übergeordnete, also das
das, was anschließend etwas erhaben ist. Wir sehen das hier, das HEK X-Jab und dieses Schmuckelement in dunklerem Braun. So könnten wir das auch jetzt mal ausdrucken. Wir gehen jetzt einfach mal auf Druckplatte Slicen. So, und wir sehen tatsächlich hier, wie das ganze Objekt nachher einzeln gedruckt wird. Und zwar sehen wir hier, können wir die einzelnen Schritte erstmal nachvollziehen. Das wird er so, wie wir das jetzt hier sehen, auch einzeln drucken. Und wir sehen, es sieht eigentlich ganz gut aus. So wollen wir es haben. Und wir könnten jetzt tatsächlich auf Druckplatte drucken gehen und das Ganze drucken. Natürlich ginge das nur, wenn dieses Druckplatte drucken ginge nur, wenn unser Drucker auch mit dem Netzwerk, in dem auch der Drucker eingebunden wäre, verbunden ist. Das ist im Moment nicht der Fall. Das heißt, wir müssen diese Datei exportieren und anschließend über eine SD-Karte in den Drucker transferieren. Also ganz normal physisch mit einer SD-Karte reinschieben und ab dafür. Insofern exportieren wir die Datei in einer gesliceden Druckplatte, das heißt unserer aktuellen Druckplatte. Wir exportieren das Ganze, gehen nochmal drauf und das Ganze wird jetzt als G-Code, als Maschinencode exportiert. Ich habe es schon mal vorher gespeichert. Wir speichern das Ganze hier nochmal und sagen ja und können jetzt diese Datei auf einer SD-Karte in den Drucker geben und der wird dann dieses Element ausdrucken.